konnte Adolf Hitler, ein Tyrann, der einen der größten Völkermorde der Geschichte orchestrierte, in einem demokratischen Land an die Macht kommen? Im Ersten Weltkrieg, nach dem erfolgreichen Vormarsch der Alliierten im Jahr 1918, erkannte Deutschland, dass es den Krieg nicht gewinnen konnte und unterzeichnete einen Waffenstillstand. Als die kaiserliche Regierung zusammenbrach, kam es im ganzen Land zu Unruhen und Streiks. Aus Angst vor einer kommunistischen Revolution schlossen sich die großen Parteien zusammen, um die Aufstände zu ersticken, und gründeten die Parlamentarische Weimarer Republik. Eine der ersten Aufgaben der neuen Regierung war die Erfüllung des von den Alliierten erzwungenen Friedensvertrags. Deutschland verlor nicht nur mehr als 1/10 seines Territoriums und musste seine Armee auflösen, sondern auch die volle Verantwortung für den Krieg übernehmen und Reparationen zahlen, was seine ohnehin schon geschwächte Wirtschaft lähmte. Das alles wurde von vielen Nationalisten und Veteranen als Demütigung empfunden. Sie glaubten fälschlicherweise, man hätte den Krieg gewinnen können, wenn die Armee nicht von Politikern und Demonstranten verraten worden wäre. Hitler war von diesen Ansichten besessen. Seine Bigotterie und paranoiden Wahnvorstellungen ließen ihn den Juden die Schuld zuschreiben. In einer Gesellschaft mit vielen antisemitischen Elementen fanden seine Worte Anklang. Bis zu dieser Zeit hatten sich Hunderttausende Juden in die deutsche Gesellschaft integriert, aber viele Deutsche hielten sie noch immer für Fremde. Nach dem Ersten Weltkrieg führten die Erfolge der Juden zu unbegründeten Anschuldigungen der Subversion und des Kriegswuchers. Man kann gar nicht oft genug unterstreichen, dass diese Verschwörungstheorien auf Angst, Wut und Bigotterie beruhten und nicht auf Tatsachen. Und dennoch war Hitler damit erfolgreich. Als er sich einer kleinen nationalistischen Partei anschloss, wurde er durch manipulative Reden zu deren Führer und zog immer größere Menschenmengen an. Die Nazis verbanden Antisemitismus mit populistischem Ressentiment und prangerten sowohl Kommunismus als auch Kapitalismus als internationale jüdische Verschwörungen an, die Deutschland zerstören sollten. Zunächst war die Nazi-Partei jedoch noch nicht sehr beliebt. Nach einem erfolglosen Versuch, die Regierung zu stürzen, wurde die Partei verboten und Hitler wegen Hochverrats inhaftiert. Doch als er ein Jahr später freikam, begann er sofort mit dem Wiederaufbau der Bewegung. Und dann kam 1929 die Weltwirtschaftskrise. Infolge dieser zogen amerikanische Banken ihre Kredite aus Deutschland ab und die bereits angeschlagene deutsche Wirtschaft brach über Nacht zusammen. Hitler nutzte die Wut der Menschen aus, präsentierte ihnen Sündenböcke und versprach, Deutschlands frühere Größe wiederherzustellen. Die etablierten Parteien waren nicht in der Lage, die Krise zu bewältigen, und die linke Opposition war untereinander zerstritten. So lief ein Teil der frustrierten Bevölkerung den Nazis in die Arme und steigerte deren Stimmenanteil im Parlament in nur 2 Jahren von unter 3 auf über 18%. 1932 kandidierte Hitler für das Präsidentenamt, verlor die Wahl aber gegen den Kriegshelden General von Hindenburg. Mit 36% der Stimmen hatte Hitler jedoch demonstriert, wie groß seine Unterstützung war. Im darauffolgenden Jahr überzeugten Berater und Wirtschaftsführer Hindenburg, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen, in der Hoffnung, dessen Popularität für ihre eigenen Ziele auszunutzen. Obwohl der Reichskanzler nur dem Parlament vorstand, baute Hitler die Macht seines Amtes immer weiter aus. Seine Anhänger bildeten paramilitärische Gruppen und verprügelten Demonstranten auf der Straße. Hitler schürte die Angst vor einem kommunistischen Umsturz und argumentierte, dass nur er Recht und Ordnung wiederherstellen könne. 1933 wurde ein junger Arbeiter wegen eines Brandanschlags auf das Parlament verurteilt. Hitler nutzte dies, um die Regierung davon zu überzeugen, ihm Notstandsbefugnisse zu erteilen. Innerhalb weniger Monate wurden die Pressefreiheit abgeschafft, andere Parteien aufgelöst und antijüdische Gesetze erlassen. Viele von Hitlers frühen radikalen Anhängern wurden verhaftet und hingerichtet, ebenso wie potenzielle Rivalen. Und als Präsident Hindenburg im August 1934 starb, war klar, dass es keine Neuwahlen mehr geben würde. Beunruhigend ist, dass viele von Hitlers anfänglichen Aktivitäten keine Unterdrückung der Massen erforderten. In seinen Reden machte er sich die Angst und den Zorn der Menschen zunutze, um Unterstützung für sich und die Partei zu gewinnen. Zugleich wurde Hitler von Geschäftsleuten und Intellektuellen, die auf der sicheren Seite der öffentlichen Meinung stehen wollten, unterstützt. Sie überzeugten einander davon, dass seine extreme Rhetorik nur Schau sei.
Auch Jahrzehnte später ist Hitlers Aufstieg noch eine Warnung, wie anfällig demokratische Institutionen gegenüber einer wütenden Menge und einem Führer sind, der bereit ist, Wut zu nähren und Ängste auszunutzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das geschwächte Deutschland durch eine der berüchtigsten Trennungslinien der Geschichte geteilt, die Berliner Mauer. In diesem Video erfährst du, wie es zu ihrem Bau und Jahrzehnte später zu ihrem Fall kam.